Vor allen Dingen warne ich vor Gedanken aufzunehmen. Einmal schade die guten Energien, die gute Kraft dafür herzugeben, um alle bösen Gedanken heranzuziehen, die ja nur von dem einen Sender, von dem Sender des Satans ausgesandt, und dass der Mensch sich da quält und die guten Energien für hergibt und so eine schlechte Sendung aufnimmt. Wenn Sie jetzt vorm Radio sitzen würden und würden jetzt eine schlechte Sendung, die Sendung eines Senders hören, das heißt, die ihr aussendet, nicht gut ist, so werden Sie deprimiert sein, so werden Sie einen abgebauten Körper haben, Sie werden oft vor sich hinreden, scheußlich, ich bin ganz unruhig geworden. Wie ist das nur möglich, dass es so viel Böses gibt? Und doch wenn Sie wahrgenommen haben, dass Sie dadurch alleine schon von dem Bösen erfasst sind, dass Sie die Ruhe verloren, stattdessen die Unruhe in Sie aufgekommen, und dass Sie danach wahrgenommen haben, dass Ihr Körper nicht mehr in Ordnung, sondern in einer Unordnung ist, und dass statt Sie gute Gedanken nur böse Gedanken aufnehmen, und dass Sie dadurch dann auch von dem Übel nach und nach erfasst werden, dass, wie Sie oft von sich sagen, dass Sie nicht mehr schlafen können. Und dass Ihr Körper immer schwächer wird. Und erst recht dann, wo er schon angezapft ist, wo er die bösen Gedanken aufgenommen, dass er gezwungen wird, weitere böse Gedanken aufzunehmen, solange er noch über Energien in seinem Körper verfügt. Ich frage Sie, liebe Freunde, wie wäre es umgekehrt, wenn Sie jetzt im Guten, wenn Sie jetzt im Willen Gottes leben, wenn Sie von jetzt ab nur gute Gedanken aufnehmen, wenn Sie von jetzt ab nur die guten Gedanken, die über Ihre Nächsten ausgesprochen, hören, und dass Sie das Gute nur bejahen, und dass Sie auch wirklich zu dem Sie das Gute bejaht, auch stehen. Denn Sie sind so leichtsinnig hierin, Sie nehmen das Wort nicht so genau. Und gerade deswegen, da Sie die Worte nicht für so genau, nicht für so wahrnehmen, können Sie auch das Wort Gottes nicht für wahrnehmen, können Sie auch niemals dazu stehen. Hüten Sie sich vor jedem bösen Gedanken. So Sie es wahrnehmen, aus dieser Lebenserfahrung, die Sie doch schon gemacht haben müssen, dass dieser böse Gedanke Sie zum Bösen führt. Lehnen Sie ihn ab und sprechen Sie meinetwegen vor sich hin, indem Sie sich selbst sagen, ich will mit diesem bösen Gedanken nichts zu tun haben. Ich will jetzt einen guten Gedanken. Dann lenken Sie sich selbst ab, schauen Sie zum Fenster, schauen Sie dahin, wo das Gute, wo das wirklich Göttliche sich zeigt. Sie würden sagen, Sie schauen mal so in die Natur hinein. Sie schauen, wie jetzt gerade im Frühjahr alles zu wachsen beginnt, wie das Leben wieder auftaucht, wie vor unseren Augen alles ergrünt, wie Gott doch alles so bestimmt hat, so wird auch er uns eine Bestimmung gegeben haben, nur wir von dieser Bestimmung nichts mehr wissen. Aber so Sie die Natur genau betrachten, so werden Sie sie empfinden und Sie werden bald wahrnehmen, dass dieser böse Gedanke Sie verlassen hat. Mit diesem Schauen alleine haben Sie schon die Verbindung zu Gott aufgenommen, wo Sie das Göttliche, wo Sie das in Betracht ziehen, was Gott für Sie, was Gott für uns allen Menschen geschaffen und wie Gott unser größter Wegweiser ist, der uns wirklich wieder zu ihm führt. Aber wir sollen doch nichts außer Acht lassen. Und ich glaube, dass es für jeden Menschen doch der Wert dahingehend sein muss, dass er hier dem Göttlichen, er sich selbst Beachtung schenkt.